Und die Formen der Energie sind praktisch unendlich, kann man sagen. Was meinst du? Die Formen der Schöpfungsenergie das ist unendlich. sind unendlich. Ja. Wir haben gar keine Zahlen für das. Ja. Wenn wir rechnen, wir haben das Null, das hat vor 2000 Jahren noch nicht existiert. So entwickelt sich alles zusammen, auch das Wissen vom Menschen. So tut sich die Schöpfungsenergie zu dem und zu dem entwickeln. Also das ist eine Form, oder? Ja. Oder? Wir haben erst eigentlich gelernt rechnen vor 2000 Jahren. Stell dir mal vor. Ja. Vor 2000 Jahren hat es die Zahl 0 hat's noch nicht gegeben. Ach, wirklich? Ja, die hat es noch nicht gegeben. Die existiert einfach. Seitdem, voran hat es das nicht gegeben. Das habe ich nicht gewusst. Ja, das ist ja so. Interessant. Die alten Griechen haben doch aber auch schon Mathe und Ägypter Mathematik. Ja, trotzdem. Keine Null anscheinend, oder? Aber das Null hat es noch nicht gegeben. Und was die alten Griechen berechnet haben, das ist eigentlich nach einem Jahr, wo wir sagen, es ist 0 gewesen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nach einem Jahr. Wo Berechnungen gekommen sind, das und dieses und jenes. Ja. Wo wirklich gerechnet worden ist. Der Mensch macht ja Zeit. Wenn du von der Zeit ausgehen willst, der Mensch hat die gemacht. Die hat nicht das Universum gemacht, die hat nicht die Schöpfung gemacht, die macht nicht die Schöpfungsenergie. Das ist endlose Dauer. Ja. Die Zeit. Ja. Darf ich da kurz, ich wollte dich sowieso fragen. Ich habe zwei Fragen. Ich habe mit Michael darüber gesprochen und du hast das auch im letzten Kontaktbericht erwähnt, dass es eben keine Zeit gibt, sondern dass die Zeit nur ein Konstrukt ist und alle Zeiten durch. existieren parallel, was logisch ist, weil dann gibt es auch Zeitreise. Ja. Jetzt, dieses Universum und die Schöpfung expandieren ja dauernd. Kommen da Zeiten dazu, dann in unendlicher Folge, oder wie kann ich mir das vorstellen? Was da dazu kommt, ist einzig das, was der Mensch erdenken tut. Okay. Oder? Interessant. Ja. Er tut den Mensch alleine die endlose Dauer aufteilen in die und die und die Ebene, in die und die Sparte und so weiter und so fort. Das, was in Wirklichkeit gar nicht gibt. Es gibt keine Zeit. Es ist ja dann Das ist nur eine Annahme vom Mensch. Es ist ja dann eigentlich auch die Gegenwart eine unglaublich subjektive Sache. Also wenn wir jetzt sagen, wir sprechen jetzt hier miteinander, das ist unsere Gegenwart. Ja. Und zum Beispiel wie du als der junge Eduard mit Svat in der Zukunft, vielleicht die Jetztzeit, ich weiß ja nicht, gewesen ist, dann war das für den jungen Eduard die Zukunft. Also es ist jetzt, obwohl es vielleicht dieselbe Zeit ist. Es gibt nur, wenn du die Sache als Mensch anschaust und als Mensch beurteilst, gibt es nur eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Das, was war, wie willst du das eruieren? Wie willst du das eruieren, was in der Zukunft ist? Nur durch das, dass du gegenwärtig lebst. Ja, jetzt als Teufelsadvokat. Du bist ja in der Zeit gereist. Du hast ja das Erdbeben in San Francisco gesehen zum Beispiel. Ja. Also das wird einfach passieren. Das ist auch nicht mehr abwendbar. Ja. Was es ist aber jetzt, aber es ist ja... Ich fange einen Schritt weiter früher an. Einstein hat mal Zeit als Dinge, die nacheinander passieren, definiert. Also sein Versuch, Zeit zu definieren, so, um eine Vorstellung zu geben. Und das ist ja aber nicht die Definition von Zeit sozusagen. Es sind einfach Dinge, die hintereinander passieren. Das ist einfach das, was laufen tut. So erleben wir es ja auch. Ja. Ne? Das, was laufen tut, gelaufen ist und laufen tut und laufen wird. Und wie du sagst, es gibt nur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja. Für uns Menschen gesehen. Für uns Menschen. Für die Schöpfung gibt es das nicht. Da ist einfach endlose Dauer, wo ein Ablauf ist. Es geschieht das. Ja, also im Grunde passiert
in der Realität passiert alles gleichzeitig, aber wir nehmen es subjektiv Ja, richtig. als hintereinander Ja. wahr. Ja. Weil so unsere Erfahrung ist. Ja, natürlich. Ja. Eben, und auf die gleiche Art und Weise funktioniert die Schöpfungsenergie. Auf die genau gleiche Art und Weise. Du brauchst sie gegenwärtig, die läuft in die Vergangenheit, es geht vorbei. Es ist Schöpfungsenergie, wo das gemacht hat, wo aber das, was gemacht worden ist, schon vorbeigeht. Schon weg ist. Es wandelt sich Passiert. ständig, oder? Ja. Es wandelt sich Ja. ständig. Es existiert praktisch nur der Planck-Institut hat 2,7 Sekunden hat der Gegenwart berechnet. Die stimmt hinten und vorne nicht. Die ist so kurz, dass sie gar nicht kannst berechnen. Ja. Oder? Also, was du aber machst, mit dem, was du leben tust, deine Schöpfungsenergie brauchst, die läuft in die Zukunft. Die ist allgegenwärtig. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Die tut sich nicht ändern. Ja, sie wandelt, oder, nee, die Wirkungsenergie kann sich ja gar nicht wandeln. Die wandelt sich nicht. Nein, stimmt. Ja. Nein. Nur die Erscheinungsformen der, Die Erscheinungsformen sind separatisiert von dem. Du wandelst dich mit deinem Denken und mit deinem Handeln. ja, Durch das, was du evolutionieren tust. ja, Und wenn das nicht passiert, dann bist du einfach tot. Lebendiger Tod. ja, Stillstand, ne? Ja. Also keine Evolution. Keine Evolution und nichts. Ja. Du existierst einfach, fertig, Ausschluss. Ohne irgendetwas. Ja. So wie leider viele so einfach nur ihr Leben Ja, genau. eigentlich dahin dämmern. Genau. Ja. Wenn du den Tisch nimmst, du schaust den jetzt für tot an, der ist, oder er existiert, oder wie auch immer, das Material lebt genau wie du. Auch wenn du für dich siehst, das totes Material ist, es ist nicht tot, es lebt. Es strahlt eine Schwingung aus. Ja, Und alles, was eine Schwingung ausstrahlen tut, das lebt. Nur der Mensch ist so nachlässig, mit seinem Bewusstsein das zu entwickeln, dass er nicht wahrnimmt, dass das eine Schwingung ausstoßen tut. Das heißt alles und jenes Leben. Ja. Weil ja alles Schöpfungsenergie Ja. ausstrahlt. Ja. du beschreibst ja auch in der Geisteslehre. Es Ja. ist, Und wenn das nicht wäre, könntest du das Material gar nicht zu dem formen, was das heute ist. Dann würde der Stier gar nicht existieren, der Tisch, der gäbe es nicht, den könntest du nicht existent machen. ja, Das kannst du nur aus dem einzigen Grund, weil das Schöpfungsenergie ist, wo du als Mensch kannst formen. Aber das grosse Problem dabei ist, dass der Mensch wahrnimmt, was für eine Schwingung dass der Tisch hat, was der Tisch ausstrahlt. Das ist er nicht fähig. Das muss er zuerst einmal lernen. ja. Ja, du beschreibst ja die 7 Stufen der Belebung oder so ähnlich. Das auch, was wir als tote Materie wie Felsen oder so auch ein Bewusstsein haben, Ja, aber eben richtig. ein ganz primitives, könnte man sagen. Ja, da kannst du dem sagen, wie du willst. Wir brauchen ganz einfach die Worte, die der Mensch versteht. Ja,
Ja. Oder? Und das dann wir sagen dem so, dem so, dem so. Ja. Dieser Schwingung sagen wir so, dieser Schwingung sagen wir so. Aber alles zusammen, gesamthaft ist einfach die Schöpfungsenergie oder die Schöpfungsschwingung oder wie dem willst du sagen. Ja. Oder? Wie sie du anwenden tust, das ist deine Sache, das ist jedem Mensch seine Sache. Ob er es will lernen oder nicht, das ist seine Sache wiederum alleine. Ja. Und er könnte die Energie, die einzelnen, die existieren, in der Schöpfungsenergie selber, wo für das, für dies, für jenes sind, könnte er sich nutzbar machen, wenn er das endlich begreifen und aufhören würde mit seinem verdammten Glauben. Sondern die Wirklichkeit, das Wort von der Wirklichkeit ist wichtig. Das muss der Mensch brauchen, nicht ein Glauben. Das heisst, er muss selber denken und nicht dumm sein, da, in dem, was er nicht denken tut. Oder? Und fühlen auch. Ja. Ne? Das ist Ja. ja auch. Das Gefühl tut sich erst richtig stabilisieren, dann, wenn der Mensch selber denken tut. Und sonst hat er jenes Gefühl, wo einfach charaktermäßig stattfinden tut, was in ihm abgespeichert ist, eine Tiefe vom Charakter. Und wenn etwas von außen an ihn herkommt, dann er steht gross da, ruft aus, ja, ich töte nie einen Mensch. Das Nächste, was er macht, wenn er einen nur so berührt, und er mag das nicht verleiden, schon kommt es aus seinem tiefen Charakter raus und er bringt den anderen um. Nimmt die Waffen in die Hand, genau wie die in den Krieg gehen. Und bringt andere um, ohne dass sie irgendetwas da haben. Nur weil es dich berührt hat. Oder sonst irgendwie ein Wort oder sonst was es eben ist, Ja. wo dem anderen nicht passt. Dann passiert es. Ja, wenn du in manchen Gegenden die Leute falsch anschaust oder sie Ja. interpretieren das als falsch anschaut, dann nur bringen sie das dich um. lange schon. Das lange schon. Ja. Dann ist schon morgen ein Totschlag da. Ja. Und wir können halt das lernen, diese Energie wahrzunehmen, in all ihren Formen. Eben. Und für das braucht es einfach Konzentration. Nicht einfach Meditation für das, wo die da propagieren, sondern eine Meditation zum Lernen, sich zu konzentrieren. Und konzentrieren heisst das wahrnehmen, was dann Wirklichkeit ist, effektive Wirklichkeit ist. Und mit dem kannst du hausasten, kannst dieses, jenes machen, was für den Menschen eigentlich so gesehen einfach unmöglich ist. Wo sagt, das ist gar nicht möglich. Es ist aber möglich. Als Beispiel, halt, du hattest dir ja 2018 die Schulter gebrochen. Ja, Und die hast du ja gut repariert. Ja. In Eigenregie. ja. Jetzt als Beispiel, du brauchst halt Lesebrille und eben Brille. Ja. Wäre dir im Grunde auch möglich, dann deine Sehfähigkeit zu beeinflussen. Natürlich, wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich schon lange nicht mehr sehen mit dem linken Auge. Ja. Mhm. Ja. Ja. Trotz der Spritze nicht. Ja. Da musst halt dahinter sein und es braucht auch ein Training. Du musst auch trainieren, Ja. oder? Ja. Da trainieren, Ja. da trainieren. Ja. Das musst halt genau gleich. Ja. Du musst wissen, was du machen musst. Dann sind Spontanheilungen eben keine Wunder, sondern Nein, das ist ja kein Wunder. Das ist das, wo die Menschen das machen, richtig machen. Das, was zu machen ist, natürlicherweise, ohne dass sie aber wissen, was sie überhaupt machen. Die wissen selber gar nicht,
Ja. wenn sie die Spontanheilung vor sich nehmen, was sie eigentlich machen. Ja, das ist im Grunde ein Sie positiver sagen- Unfall. Ja, nein, sie sagen dann nachher, das ist ein Wunder. Wunder, ja, passiert. aber sie machen das unbewusst. Sie machen das unbewusst. Aber Sie sie wissen machen- gar nicht, was sie eigentlich machen. Ja. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass einmal dass Bobby auch irgendwo ist sie verschwunden und wieder aufgetaucht. Ja. Also in der Kindheit wohl schon oder als ich jung war noch. Bevor ihr zusammen Das wart. erste Mal ist es passiert in Griechenland, wo sie in einem Dings in der Kirche rein war, hat sich rausgebeamt ins Freie raus. Das Ja. ist das erste Mal passiert. Ja. Hat sie das auch bewusst kontrolliert? Nein. Nein, das ist unbewusst bei ihr gelaufen. Das ist unbewusst passiert bei ihr. Sie wollte da im Grunde weg und Ja. hat dann irgendwie unbewusst Ja, das ausgelöst. genau. Und dann stand sie auf einmal Genau. draußen. Einmal ist es passiert, da ist sie, wo wir heimgekommen sind, ist sie in der Küche hineingehockt. Hat uns umgestudiert, wo wir sind, der Silvano und ich. Wir sind mit dem Auto unterwegs gewesen. Wir sind in der Freckmündung, wo die ist, weisst du da, Ja. durchgefahren. Bobby läuft uns entgegen und verschwindet hinter dem Auto spurlos. Wir haben gehalten und haben ihr angeschaut. Plötzlich ist sie weg. Und wo wir heimkommen, hockt sie da in der Stube in der Küche rein. Und ihr seid direkt mit dem Auto hierher gefahren. Wir sind nachher direkt daher gefahren. Ja, also so schnell kann sie den Berg nicht hochgelaufen Eben. sein. Dann hat sie das unbewusst dorthin und wieder zurück, oder wie? Irgendwie. Ja. Mhm. Weil du kontrollierst das ja bewusst, aber bei ihr habe ich das Gefühl, ist das eher unbewusst. Das ist unbewusst passiert bei ihr. Ja. Und sie macht sich eigentlich, hat sich nie Gedanken darum gemacht, wie das überhaupt passiert ist. Sie mag sich daran erinnern, in Griechenland unten zum Beispiel, wegen dieser Kille, dass sie aus der Kille raus sich rausgebeamt hat, dass sie plötzlich einfach von aussen gestanden ist. Das mag sie sich erinnern. Mehr nicht. Ja. Ja. Weisst, sie geht halt unkonzentriert durchs Leben durch. Dann ist das im Grunde gar nichts so Besonderes, wenn das zufällig auftritt. Nein, Sondern, nein. weil solange man das nicht Das kontrolliert, ist ja... wahrscheinlich so, wenn ich es gesehen habe, ist das der Einfluss gsi von dem, weil in dieser Kille ein Toter gelegen ist und sie den angeschaut hat und einen Schreck bekommen hat. Also Angst. Ja. Hat sie sich von dem Schreien weg rausgebeamt. Sie mag sich erinnern, dass sie noch den angeschaut hat, wo dort der Tote, also ein Toter seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, weiss nicht Teufel wie lang, ist der dort im Schrein hineingelegen. Sie geht an den Schrein her, schaut den an und beamt sich raus. Wahrscheinlich war es ein Schreck gewesen. Ja, genau, das ist auch eine andere, es hat mal jemand gesagt, das war ein Video, wo ich es gesehen hatte, und da sagte jemand, der wollte der jemandem helfen und musste ganz schnell in den anderen Raum, um den anderen retten zu können. Ja. Und da ist er durch die Wand gegangen. Das wäre im Grunde so was Ähnliches. Das Ne? heisst, durch die Wald gehen, Ja, hat sich also- durchgebeamt, oder? Ja, ja. Ja. Und solche Sachen tatsächlich im Lauf von dieser Welt schon x-mal passiert. Ja, ja, Dem und diesem und jenem Mensch. ja. Auch wenn es bestritten wird. Ja, Genau so wie bestritten wird, dass es Erscheinungen gibt, wo es heisst, das sind Geistererscheinungen und so weiter und so fort. Das gibt es tatsächlich. Das habe ich erlebt zusammen mit Miss Rogers und mit dem Dr. Radhakrishnan, das ist der Präsident von Indien gewesen. Man hat sich getroffen auf dem Dock Hill oben, dort, wo ich da mit Miss Rogers die Hunde gepflegt habe, oder, wo man dann mir in den Arm geschossen hat, wo es noch einen Polizeibericht gibt dafür. Da war der Dr. Radhakrishnan dabei gewesen, der hat das auch gesehen
Und Miss Rogers hat das auch gesehen, wie plötzlich eine halbdurchsichtige Gestalt aus den Ruinen rausgekommen ist, rumgelaufen ist, am anderen Tor wieder reingegangen ist. Ist wirklich passiert. Ja. Haben wir das dritte hoch gesehen, eben der Dr. Radhakrishnan. Präsident war er dort mal von Indien. Ja. Und er war der Oberwärter, der Touchmeister von den Dings, vom Doc Hill. Der hat zu der Ashoka Ashram gehört, wo ich gewohnt habe, wo auch Taske da hergekommen ist und Bobel und Leute, die gesehen haben. Ja. Das gibt es also tatsächlich. Auch wenn gelacht wird darüber. Das ist reine Fantasie. Das gibt es tatsächlich. Ja, aber im Grunde sind das doch nur Fluidalenergien. Ja, richtig. Es sind keine physischen Materialisationen. Nein. Obwohl sie mit der Physis aber in Interaktion treten können. Ja. Also es gibt ja schon Situationen, wo Leute dann, wo, sagen wir mal, es heißt, der Ort spukt, also es war auch mal in England irgendwo in der Kanalisation. Spuk, ja. Und da haben Leute, haben sie gesagt, ich würde hier nicht übernachten, aber die haben gesagt, doch, wir zeigen euch, da ist nichts. Und dann waren das so 2 Räume, die auch verbunden waren durch Gänge. Und sie legen sich hin zum Schlafen und der eine fängt an zu schreien und der sagte, er sei geschlagen worden. Ja, das ist möglich. Da ist ja dann eine physische Interaktion. Also Ja, wenn dann das die ist, Person aber weißt, die physische Interaktion, die findet eben anders statt als zwischen Körpern. wirklich. Ja, Das ist energetisch. ja, ne? das ist rein energetisch. Ja. Ist das durch nicht aufgearbeitete Traumata Wie? eines verstorbenen Menschen? Ja. Wenn die Ja. Bewusstsein, Man sagt- Impulskraft. Ja, man sagt einfach, der Mensch findet keine Ruhe. Ja. Ja. Aber wie da oben zum Beispiel, da hat sich da manifestiert, bevor dann die Andromedaner gekommen sind und aufgeräumt haben da oben. Da sind Sachen passiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, Poltergeist pur, ne? Ja, der Engelbert, der ist einmal mit der glatten Winchester in Estrich hochgerannt. Ja. Ja, all 2-3 Tage hat es das gegeben. Das ist im Estrich gerumpelt hat. Ja, und Bier Ja. und Stimmen gehört. Und auch im Keller unten. Und wo die Andromedaner gekommen sind, Zytone. und die haben den Keller neutralisiert. Bernadette war noch dabei gewesen, die hat noch ein Foto gemacht. Ich weiss heute noch nicht, wie das gegangen ist. Ich habe noch nie nachgefragt. Da hat man den Kopf von einem von den Andromedanern gesehen mit dem Helm. Ja. Ja, das Foto, das existiert. Ja, das haben wir auch, ja. Ja. Jetzt wollte ich was Wichtiges fragen. Ah ja, weil ich werde immer von diesem einen Professor gelöchert wegen spiritueller Materialisation. Und ich habe ihm das so erklärt, dass es eben, wenn Leute traumatisch sterben, kann es halt gut sein, wie du eben sagst, wo sozusagen die Toten keine Ruhe gefunden haben oder dass eben diese Fluidalenergie, die von der Person noch vorherrscht, oder dass die Person sozusagen das abstrahlt, weil du sagst ja, jedes Körper, auch was Tisch oder so, strahlt Energie ab. Und dass diese Fluidalkörper dann sozusagen gesehen werden können oder auch gehört werden können richtig. in Form von Stimmen. Ja. Dass das Manifestationen dieser traumatischen Erfahrungen sind. Das ist aber ganz anders als unsere sogenannten Wissenschaftler da behaupten, dass es tatsächlich ist. Das lagert sich nämlich im Laufe der Lebenszeit lagert sich das bereits ab. So wie der Mensch ist, so wird es dann erhalten, wenn er auch von der Welt geht. Ja, das ist jetzt nicht
dass das in einem Moment kreiert wird, sondern das ganze Leben über Richtig. entsteht das, nicht wahr? Richtig. Ja. Ja. Und was der Clint da so eine Probleme hat zu verstehen, ist, wo ich sage, das kann sozusagen einen eigenen Charakter beziehungsweise seine eigene Persönlichkeit, so erscheint es, Richtig. haben. So ist es auch. Da habe ich auch eine Frage. Ja. Ich bin gerade bei diesem Lehrbrief in der Schöpfungsenergielehre. Und einerseits lagern sich ja diese Energien zeitlebens ab. Also das wird immer gespeichert. Und wenn der Mensch verstirbt, aber kommt das ganze Paket, wenn man jetzt so sagen will. Und du schreibst im Lehrbrief, dass das aber nur dort so lang verweilt, bis die Schöpfungsenergieform neu inkarniert. Ja. Wie darf ich das genau verstehen? Solange der Mensch lebt, mit seiner gegenwärtigen Schöpfungsenergie, dann wird die aktiv erhalten, die geht nicht irgendwie einfach weg. Die kann 1000 oder 2000 oder 3000 Jahre kann die nachwirken, obwohl der Mensch tot ist. Erst dann, wenn er wiedergeboren wird und die Schöpfungsenergie wieder in einem neuen Menschen ist, dann hört das Alte auf. Es ist aber nicht die Schöpfungsenergie selbst, die sich manifestiert, sondern es ist praktisch gesehen der Schatten derselben. Alles, was du lebst, lagert sich ab. Auf diese oder andere Weise. Je nachdem. Und diese wirkt so lange nach, bis die Schöpfungsenergie wieder mobil ist. Also diese Fluidalenergie kann unheimlich lange nachwirken sozusagen im Grunde. Ja. Und weiter existieren. Je nachdem, wie schnell das eine Wiedergeburt stattfinden tut. Also wenn man wiedergeboren wird, in Anführungsstrichen, also Dann hört das Alte dann auf. hört das auf. Ja, dann ist die Vergangenheit wieder Gegenwart. Ah, okay, Vergangenheit. Oh ja, okay. Und die Gegenwart kann völlig anders sein, als vorher war. Ja. Also dann würde sozusagen der Spuk aufhören. Ja. Ja. Und das kann sehr lange dauern, je nachdem. Das kann 3 Jahre sein, zu früh. Ja. Oder es kann spät sein, je nachdem. Ja. Zum Beispiel haben wir in Indien, in Neu-Delhi, haben wir ein Mädchen gehabt, 10 Jahre alt. Also ich bin das und das, ich bin die und die. Ich habe in Kerala gewohnt, dort und dort. Hat es niemand geglaubt. Man ist mit dem Mädchen runtergegangen, hat gesagt, dort, genau dort, hinter dem, weißt du, so Kochherd, was da hinten neben Kochherd ist, Feuerstelle. Ja. Hinter dem und dem Stein habe ich noch so und so viel Rupie habe ich noch versteckt gehabt. Hat es niemand geglaubt. Die haben den Stein weggenommen, haben der Rupie genau so viel, wie sie gesagt hat, rausgenommen. Ja. Und das passiert, wenn man Das nicht Mädchen ist zu früh 2 Jahre nachdem die Frau da unten gestorben ist es 2 Jahre später bereits wieder inkarniert. In dem Mädchen. Ja. Und das Also ist, das hat das Mädchen gegeben. ja. Und das ist im Grunde zu kurz, diese Zeit. Ja. Dadurch Ja. hat sie sich noch an ihr voriges Leben Genau. erinnert. Ja. Das erlischt eben erst mit der Zeit. Das ist nicht so, wenn du einmal die Birne einschlägst oder eins auf die Birne geht und du fällst in Ohnmacht oder der fällt in Ohnmacht und weiß nichts mehr. Ja. Nein. Und wenn er wieder erwacht, dann erinnert er sich wieder. Ja. Das kannst du dir etwa so vorstellen. Ja.
Und wenn die Zeit im Jenseits lang genug ist, ist das im Grunde aufgearbeitet? Dann ist es aufgearbeitet und passé, es ist Vergangenheit, es ist nicht mehr vorhanden. Ja. Beim einen eben, da kann es 2 Jahre dauern oder ein halbes Jahr, bis es das nächste Schöpfungsenergie wieder geboren wird, als und den und diesen und jenen Menschen belebt, oder? Ja. Es ist ja nur die Schöpfungsenergie, die wiedergeboren wird. Es ist nicht ein Mensch, Ja, es ist, nein. es ist nur die Schöpfungsenergie, die wiedergeboren wird, die reinkarniert. Ja. Oder? Und je nachdem, halbes Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre oder 2.000, 3.000 Jahre, je nachdem. Ja. Aber so die Regel ist, hatte ich mal gelesen, dass so ungefähr die doppelte Lebensspanne oder so in etwa. Etwa 150 Jahre ist das. Aber durch das, dass viele Menschen mehr sind als wir haben 10, bald 20 Jahre, 20-fache Überbevölkerung vom Normalen. Ja. Ja. Für die Erde ist maximal 2 Millionen Seelen berechnet. 2 Milliarden. 2 Milliarden. Gemäß der Größe und dem Bestand, den gesamten Bestand der Erde. Und normalerweise müssten etwa 530 Millionen sein. Ja. Aber die Erde mag 2 Milliarden eigentlich noch ernähren. Ja. Ohne Chemie, ohne Konzerne und Firmen, die notwendig sind, um die Menschen zu ernähren. Ohne auch die Böden auszulaugen über die Jahre. Ja. Also das ist wirklich nachhaltig. Ja. Aber es ist bereits alles so kaputt gemacht worden durch die Überbevölkerung. Da kommen die Demonstranten und machen Terror wegen Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung und so weiter und so fort. Das ist alles Unsinn. Ja. Mit dem erreicht man überhaupt nichts. Man erreicht nur etwas, wenn man die Menschheit wieder reduziert. Und die einzige reelle Möglichkeit ist die, dass Geburtenstopp gibt. Weltweiter Geburtenstopp über mehrere Jahre hinweg. Wir sind heute bei rund 8 Milliarden Überbevölkerung, was unsere Wissenschaftler erzählen. Dabei sind es bereits 9,2 Milliarden überschritten. Also überschritten von dem, was behauptet wird. Es sind heute etwas mehr als 9,2 Milliarden. Ja. Und wenn 10 Milliarden erreicht? Ja, da kommt noch einiges andere dazu. Dann lässt sich nichts mehr abändern. Bereits jetzt lässt sich nichts ändern, wenn die nicht gescheiter werden und Geburtenstopp machen. Ja. Schon jetzt. Ja. Ich sehe da auch keinen... Ist bereits so viel kaputt gemacht worden an der Erde, allein durch die Ausbeutung von den Erdressourcen. Oder? Ja. Der Planet, der stöhnt. Ja. Den höre ich alle dauernd. Man hört ihn wirklich. Das hört der Mensch aber nicht. Aber man hört es tatsächlich. Wie er stöhnt, wie er pulsiert. Einmal schneller, einmal langsamer. Und seine Stabilität hat bereits gelitten, schwer. Genauso wie sein Kreis um die Sonne und so weiter und so fort. Das ist bereits alles derart durch den Menschen kaputt gemacht, dass es nicht mehr repariert werden kann. Und dann kommt noch das dazu, dass der Mensch eigensinnig ist,
statt dass er das macht, was richtig wäre, genau das Gegenteil macht. Vermutlich. Es ist unsinnig zu demonstrieren für Umweltschutz und Umweltzerstörung, Ausrottung der Tiere, des Getiers und weiß ich was alles, der Pflanzen und der anderen Tiere, die es noch gibt. Das sind alles Auswirkungen der Überbevölkerung. Das ist alles Auswirkung der Überbevölkerung. Machenschaften, die von dort auskommen, ob es Konzerne sind oder Firmen oder weiß ich was, oder der Mensch an und für sich einzeln oder sich selbst, das spielt keine Rolle. Es wird alles kaputt gemacht. Es sind Machenschaften, die alles Leben zerstören, früher oder später. Ja. Und zu demonstrieren wegen Umweltschutz und so weiter, das nützt überhaupt nichts, solange die Überbevölkerung besteht und wächst. Denn es muss, wenn schon demonstriert werden, richtig gegen das Richtige demonstriert werden, das behoben werden muss, das geändert werden muss. Und das ist die Weltbevölkerung, die Überbevölkerung. Es muss also, wenn schon demonstriert werden soll, dann soll es damit sein, damit die Menschheit abgebaut wird. Und die wollen wir nicht durch Mord und Totschlag, durch Krieg und so weiter und so fort. Wir wollen das auf eine Art und Weise lösen, die vernünftig ist. Und vernünftig ist ganz einfach das, dass man jahrelang, für einige Jahre, die Menschheit durch das reduziert, dass keine Geburten mehr stattfinden. Ja. Oder sehr, sehr, sehr viel weniger. Und dass das kontrolliert geschieht und nachher kontrolliert geschieht, wenn es mal so weit ist, dass wieder alles funktioniert, richtig. Aber das, was kaputt gemacht worden ist, das kann nicht mehr neu erstellt werden. Ja, das ganze Öl ist. Das ganze Öl, das weg. ganze Gas, die ganzen Erze. Ja. Die seltenen Erden Ja. und alles das kannst du nicht mehr neu ersetzen. Nur was du noch recyceln kannst. Ja. Alles andere ist weg. Ja, ja, Und ein Großteil geht ja immer wieder verloren. Auch wenn etwas recycelt wird, kann es nie zu 100% recycelt werden. Ja. Ne? Und das Klima, das ist vergiftet, obwohl die Wissenschaft nichts sagt. Ja. Es hat sich dermaßen verändert, dass das Klima beeinflusst wurde. Es ist unnatürlich warm heute, zum Beispiel für fast Mitte Und November. da sprechen sie von 1,5 Grad, dass es maximal werden darf. Es wird aber über 3 Grad Ja, Erwärmung geben. Es ist bereits jetzt auf 1,1 Grad und das wird der Menschheit verschwiegen. ja. Ich habe einen Bericht gesehen, da haben sie gesagt, was wäre, wenn 3 Grad Klimaerwärmung wären. Also es sind schon Wissenschaftler, die sich damit befassen, wo die sagen, ich hatte den noch angeschrieben, aber der ist erst dann nächstes Jahr wieder da, der macht irgendwie Vaterschaftsurlaub. Ja. Jemand in London, wo die sagen, wir müssen uns wohl eher auf, also mit 1,5 Grad, das wird nichts, sondern das wird sicherlich mehr und es könnten 3 Grad werden. Ja. Und in den Henoch-Prophezeiungen, glaube ich, stehen sogar 4 bis 7 Grad. Ja. Also ich glaube nicht, dass es 3 ausreicht. Ich schätze, das wird mehr. Das ist was die nächsten 100 Jahre sein wird. Ja. Nachher wird es noch wärmer. Wird es noch wärmer, glaube ich. Ich glaube, in 200 Jahren ist das eher eben 4 bis 7, wie in den Henoch-Prophezeiungen. Ja. Und das ist dramatisch. Also jetzt leiden schon die Leute so wie in Indien oder so, oder Bangladesch, wo es auch so feucht ist. Ne, das kühlt sich nachts nicht mehr ab und die Leute sterben an Herzversagen. Ja. Mit 60. Ja. Weil
so eine große Belastung für den Körper ist. Er kann nicht mehr abkühlen. Ja. Das haben die dann auch geschrieben, Ich gezeigt habe in dem gesehen, Bericht. da wo es durchschnittlich 52 Grad ist es immer so um das rum gewesen. In einem Todestal in Pakistan. Da hast du von 11 Uhr bis 3, halb 4 Uhr, manchmal bis 4 Uhr, hast du keinen Mensch mehr gesehen auf der Straße. Nix. Rein nix. Ich bin der Einzige gewesen, der Tauben geschossen. Die waren unvorbereitet, die Tauben. Ja, ja. Ja. Ja, Das ist, leider wird alles so ist kaputt es gemacht. leider. Ja. Ich habe nur das schlechte Gefühl, dass sich in puncto Überbevölkerung so schnell nichts zum Positiven wenden wird. Die Menschen haben da irgendwie so ein Brett vor dem Kopf, immer wenn ich sehe, wenn wir Informationsstände machen. Ein paar Vernünftige denken ja schon nach, aber Ja, aber das sind wenige. Das Gros der Menschheit, das ist verrückt, das will nicht denken, das will glauben und das macht es auch. Religiös genau wie weltlich. Glauben, glauben, glauben. Ich glaube das, ich glaube das, dieses, jenes. Natürlich, wie wir sagen, auch glauben, wenn wir etwas hören und sagen, ja, das glaube ich, oder das hat nichts mit dem zu tun. Das ist einfach so eine Redeweise, die der Mensch hat, anstatt dass er sagt, ja, das kann möglich sein, das kann nicht möglich sein. Oder ich nehme an oder und so weiter. Man sagt einfach, ich glaube. Ja. Das hat aber nichts mit dem Glauben zu tun. Ja, eigentlich wollten wir dich nächstes Mal erst zu diesem ganzen Ding fragen, aber es ist einfach viel interessanter, darüber zu reden. Ja, aber vielleicht sollten wir doch noch so ein paar Fotos hier. Das hat der Pirgler ja fotografiert. Der ist dann irgendwie zu dir gekommen und hat gesagt, das habe ich gemacht, weil das hast du ja nicht fotografiert. Ja, der ist hinten auf der Kanzel da oben gewesen, die kennst du ja da, die hintere Kanzel da. Ja. Der ist da oben gewesen, hat gelauert. Das ist der Hut, den ich da weggeschossen habe, vom Kopf weg. Das Attentat, ja. Ja, als man da auf die Metallplatte getroffen hat hier. Ja. Hier da war der Hans Schutzbach, der Konrad Schutzbach und der Jakobus dabei. Ja. Hier ist und halt das ist da drunten gewesen. Menara Landing. Menara Landing und das ist nie mehr aufgestanden. Solange... Ist das dann... ja, aber jetzt sieht man keine Spur. Das ist in Betzholz. Ja. Das ist Betzholz. Also es dauert Jahre, bis das wieder hochkommt, oder? Nein, einfach diese Zeit, dieses Jahr, ja. Und die sind dabei gewesen. Ja, jawohl, ja. Das ist Betzholz. Das ist, wo der mit seiner Kamera so gemacht hat. Ja. Ansonsten... Der Hans Schutzbach, ja. Ja, genau. Hier ist die halt... Kamera fallen lassen hat. Ja, da ist es ja wie verbrannt im Grunde, der Boden. Das ist ein anderes Schiff gewesen. Das hat unten rausgefeuert. Ja, das kann man so sagen. Also ja, man kann nicht anders sagen, ja. Und da ist der Konrad und der Hans Schutzbach ist dabei gewesen, als wir dahin gefahren sind und das fotografiert haben und ausgemessen haben. Warte, hier... Das war in der Nähe von, glaube ich, Witzigon irgendwo. Das ist in, wie heißt das, Bäretswil, aus... 1980 war das, im Juni. Ja, das ist droben im... Oberhalb, wie heißt das dort? Da hast du Bäretschwil, da
Das können wir später nachgucken, aber was ist mit dem Ast? Warum ist das überhaupt fotografiert? Da ist Semjase reingefahren mit dem Schiff. Ach so, und das sind dann... Da hat sie Das Schiff hat den Ast berührt. hat ihn auch verletzt und der Ja. hat sich nachher gebogen und ist nicht mehr gerade gekommen.